ein ganz schön großes Hotel hat der Typ. Was will ich damit rumziehen? Wow! Oh! Alter. Sterbe ohne Ende. Punchinello was burning to get me. The feeling was mutual. He was trying to put out my flames with gasoline. So, mal hochgehen. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen. Jupp. Aber ich muss mal gleich ein kurzes Päuschen machen, denn ich muss mal kurz, echt mal für kleine Bärchen, aber erstmal gehen wir noch ein bisschen weiter. Probiere den Drang noch The zurückzuholen. mobsters have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno. Woo! Ja. Weiß grad. Beste Movement hier, ja. Didi, didi, didi. Okay, ich sollte mal wieder einen Quicksave machen. Gut, dass ich Quicksave gemacht habe, ne? Okay. Vlad had seen my smoke signals. The Mercedes was revving to go, almost drowning out the banshee wail of the sirens. You coming? We'll drop you off at the Punchinello Manor. Sounds good to me. When this is over, look me up. I could use a professional like you. I'll keep that in mind. Kapitel 5, Engel des Todes. So, wie gesagt. The night groaned with cold. The garden lights flickered nervously. In their light, the falling snow was dead white before the darkness ate it up. I had heard the stories. The trio were mad dogs. They'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them. Punchinello wanted Payne. He'd see the pain. The trick in my situation was that there was no trick, no matter what the movies tell you. No rules, no secret mantra, no roadmap. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and luck, and anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets, thick as phone books. No one would be walking out of here alive. The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts, the blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone.
Gut, bevor wir jetzt kurz weitermachen, gehe ich mal kurz für kleine Bärchen. Das heißt so, sagen wir mal, auf 50 geht's weiter. Dann schauen wir bis gleich. Ich kann leider auch gerade kein Pause-Screen machen, weil altes Spiel, dann, oder? Ich könnte es probieren. Vielleicht wird alles gleich mal... Naja, läuft das einfach so. Bin gleich wieder da. Bis gleich! So. Bin ich wieder?
da ist er wieder, der Bär. Ohne Pausenscreen hier, ist ja unglaublich. Kann er sich das nur erlauben? So. Oder weiter? Können wir hier nur noch einen Schluck? So. Machen wir mal weiter, würde ich sagen, wa? In death, the thug had been promoted to messenger. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a locked cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio. Ja, eine Nachricht. Payne! Oh shit, haben wir mal wieder wenig Leben. Ja, daran haben wir uns ja mittlerweile schon gewöhnt, wa? Shit. In death, the thug had been promoted to messenger. Ey, dass der Dicke so viel aushält, aber ich glaub's ja nicht. In death, the thug had been promoted to messenger. 31 Schuss nur, ey, so ein Shit. Payne! There he is! Dann lümmeln wir jetzt hin. Immer diese Eckencamper hier, ne? Die sich immer in der Ecke verschanzen müssen, die Schweineböcke. Das war fast schon so schlimm wie Counter-Strike. No one's going anywhere. He walks in, we waste him. Benny and Joe and Pilot won't get the credit for this kill. What the? Ja, ja. Immer diese Eckencamper. Das hat die voll, das voll, das voll. Ah, das geht nicht. Nochmal Quick Save und los. It didn't take me long to run into the trio. The word on Lisa Punchinello was that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me, coming for him. Dun, 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 dun. Oh, da war ein Feld. Oh, zum Glück habe ich abgespeichert. Gut, also das wissen wir jetzt. It didn't take me long to run into the trio.
Oh! One down, 2 to go. Wow! 2 to go. Was ein lucky Safe, ey. Ach, da war ein Verschmetzerwild. Die haben hier oben. Du warst der einzige. Ich glaube schon, das war der einzige. Und da! So ein blöder Buschcamper. Oh, jetzt kann ich noch nicht mal das Klavier mehr benutzen. Nur weil der Dulli es kaputt gemacht hat. Oh! Kommt der aber hinter mir her? So, schnell noch abgespeichert. Take care of him. I want him dead. Tür ist dicht. Vielleicht offen. Na gut, dann schätze ich mal ein bisschen nach oben. Dün, 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 dün. Quick Save! Shit! Das waren noch zu viele. Und Quick Save. Kann nicht sein, dass er die Granate immer so Banane schmeißt. Okay, die Idee war nicht schlecht, mit den Granaten erstmal hier zu spammen. Bam! 2 down, 1 to go. Okay. Payne! Und weg läuft er. No stopping him. This will stop anything. Hey, up.
Okay. Don't stop at him! This will. This will stop anything. They come. Ah, der Raketenwerfer oder was? Ja, der Drecksack hat einen Raketenwerfer. Shit. Das wird jetzt knackig, ey. Alter! Warte mal. Hey. Der mit seinem scheiß Raketenwerfer. Ach, das war doch nicht mal ein Raketenwerfer, das war ein Granatwerfer. Oh! Ach, erstmal ein Bart gönnen. Das ist eine Frau. It was too late for her. You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Speichern, das hört sich nämlich schon sehr seltsam an. Flugzeug. Max Payne, Talk to me. Alfred Woden. You've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more the merrier. Okay. Vince Mugnano. Whoa! Punchinello's trio was done for. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. No, I told him nothing. Ach nö! Die Regierung! No, I told him nothing. Ich hab keine Muni mehr. Klasse. Okay, wir haben keine Ingram-Munition mehr. Unpraktisch. Jetzt haben wir wieder Ingram-Munition. Sehr schön. Wie die aber auch da reinlaufen.
Wir haben gerade 3 dieser Waffen aufgesammelt. Er gibt noch wenn die Munition, wird doch mich verarschen. Drop it. Don't move. Game over, Max Payne. I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill 2 birds with 1 stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. You were fresh out of cash. Und wieder mal Teil 3, dem Himmel ein Stück näher. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. She had just given me an OD of Valkyr. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me, bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. Flesh of fallen angels. So, mal wieder haben wir einen kleinen Drogen. Who's there? Max? Max, is that you? Max? Where are you, Max? Please. No, please, Max, no. I'm sorry. Please don't, Max, don't. Max? Where are you, Max? Please. The letter was staring at me. Bartender is shiny stuff, and dreams are made of stooped necromancers. He sings like a banana wrist, having strayed too close to the constellations on their shaved skulls. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu. The caller's voice sounded oddly familiar. Warum sie sich wohl vertraut anhörte. Was deine war? The weird piece of paper looked dangerous. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a computer game, Max. The truth was a burning green crack through my brain, weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye, endless repetition of the act of shooting, time slowing down to show off my moves, the paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of. So, damit haben wir die 4. Wand durchbrochen. Don't lose it. It's Valkyr. The drug. Snap out of it. Try to remember. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu, and the caller's voice sounded oddly familiar. Oh. Jetzt kommen wir wieder an so eine bescheidene Stelle, die ich ja so liebe.
Oh shit, ich fall zu weit. Alter, ne? Alter, ne? Diese Sprungpassagen sind so richtig hart nervig. Möchte jemand vielleicht für mich machen? Würde ich sehr freundlich von euch finden. Wisst ihr das eigentlich? Wie mir ist es? Gut, dass ich gespeichert habe. No, Max! Murderer! You killed her! Max, something happened at the office today. A strange memo. Something about Vikings. Honey, I gotta run. You can tell me all about it this evening. Have a nice day, darling. The bullet holes were rubies on her chest, blood glowing on her ivory skin. She was so beautiful. The killer was smiling. The flesh of fallen angels. Lines, bringen Sie mich zu Cold Steel. Slowly, the green nightmare faded, leaving dark stains on my soul that would never come off. I felt like flatlining. I was all shook up. I woke up in a cold sweat, sick and tired to the bone, lying in a puddle of my own puke. The hag had said take me to Cold Steel before it had all gone crazy. It was a clue. The only one I had. It took me forever to crawl back to my feet and hit the road, but when I did, I drove straight to Cold Steel Foundry outside the city. There was a whole lot of action around the place for a freezing winter night. Trucks coming and going, men running. I had the drop on the mystery witch. She thought I was dead. I was on her blind side. I was going in. The bad trip had put me in a crazy mood, adrenaline pumping through my aching veins. Staggering on the mill roof in ice and snow and wild wind, I was a ninja. My kung fu was strong. I wasn't kidding anybody. At best, I was Superman on kryptonite about to fall through a skylight, down to where it was all going down. A half-abandoned industrial area in the middle of nowhere. The factory was a perfect front for any number of illegal activities. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. Okay, da sind wir da. Wir haben nur die Piste. Und ein Bleirohr und... Oh.
Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Können wir da durchkriechen? Ich glaube nicht, also machen wir es auf die alte Variante. Payne! Life-threatening weather condition. A record-breaking killer storm. In the city's history. Vehicles stuck in snow. Heavy snowfall. Forecast shows. Severe weather is expected to continue. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. Eine Renate. Sniper. Gut. Gucken wir uns doch mal den Kalender hier näher an. Die erste erstmal total verkackt, aber danach zum Glück noch getroffen. Die Colt. 130 Schuss. Engaging hostile. In pursuit of the intruder. Hier nicht mal umgucken, ne? Du bist direkt beschossen. Wo kam die denn her? Da hinten noch was. Ich glaube, da müssen wir sogar lang. Ja? Wow! Kommt da erstmal eine Granate reingeflogen in den Raum, ey. Voll der verrückte Marco. So. Schnell wieder mal ein Kriegssieg. Hier kommen wir aber nicht weiter. In pursuit of the intruder. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Kannst du mal probieren. Klappt bestimmt, aber wir müssen gleich auf den Stück da landen. Dann was so rübergehen.
Wir müssen aufpassen, der kommt ja gleich nach oben, ey. Lecco mir doch am Pfefferino. Glück habe ich abgespeichert, ey. So ein Glück haben wir das. Das heißt, der eine schmeißt dann gleich eine Granate runter. Shit, ich habe ihn nicht gesehen. Oh. Das war richtig mit rüber tänzeln, wenn nicht, halb sollt, wir haben es geschafft. Auch schon Contact. Die Munition mitnehmen. Wir wollen ja. Can you believe it? I bet they sleep with their rifles. I bet they've given them names. I get hostile contact. Will da gerade Wasser raus? Tatsache. Wenn man mal so auffällt, ne? Was haben wir denn da? Versteckte Pornobildchen. Die ist auf jeden Fall oberkörperfrei. Die auch. Ja. Versteckte Pornobildchen. Okay. Perimeter breached. The facility has been compromised. Repeat, the Deep Six has been compromised. Initiate Operation Deadeye. The walkie-talkie military lingo could mean only one thing. They were getting ready to destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Schnapper-Rifle? Nein, die hier. Okay, wir möchten jetzt Operation Deadeye starten. Kapitel 2, verborgene Wahrheit. Woo! The folder on the table told a grim tale.
mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 in D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. Ja. Ein Molotow. Oh, da liegt eine Munition. Okay, ist voll. Dann noch einmal nachladen. Beiden sehen interessant aus. Shit. Und wer der gerade kaputt gemacht hat? Ja, da. Ach, du interessierst mich nicht. Ah! Okay. Merken wir uns, wenn wir da reinlaufen? Jetzt mach rum. Die Tür geht nicht auf. Nochmal jetzt. Ich muss da irgendwie in den Raum reinkommen. Frage ist nur wie. Ah, da. Oder auch nicht. Okay. Nicht den blassesten Schimmer. Links weiter runterspringen, aber ich glaube, das wird es nicht bringen. War doch drauf schießen.
Oh, schießt einer. Ich weiß nur noch nicht wo. Da oben. Oh, wir haben gerade ordentlich Painkillers. Schauen wir lange noch. Gut, müsste also... Ja, da, oder? Ja, komm. Can we do it? Yes, we can do it. Oder nicht? Kann ich auch nicht hier öffnen? Muss also hochkommen. Suchen und kaputt machen. Ah, ich sehe schon von da aus. Auf zu schießen! Wo schießt du, Penner, denn schon wieder? Ah, da. Juckt mich nicht! Oh. Du juckst mich schon! Alter, komm da mit der Pumpe um die Ecke noch. The monitor showed me the way. Processing diagrams filled the control room screens, all but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant.
Okay, ihr müsst den Aufzug nach D6 finden. Wird schon werden. Komm schon, das geht bestimmt nochmal. Oh, wir haben ja den... als Quick Save 5. Also ganz schön viel Munition hier. Ja, klar, das könnte aber Heilstelle sein. Okay. Ah, ich wollte hier nochmal lang. Ah. Da könnten wir nochmal an Munition rankommen. Präzisionsgewehr haben wir schon verloren. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt da rüberkommen sollen. Wir wollen aber so springen. Gut. Das klappt nicht. Ich hab nur hier rüber zu kommen. Ist überhaupt noch jemand da? Oder spiele ich wieder mit mir allein? Einfach so mal eine rhetorische Frage. Und ab geht's runter nach D6. So, Kapitel 3, Deep 6. I had taken on the role of the mythic detective, Bogart as Marlowe, or as Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this!
My men are still inside. Do you have any idea why this is called Operation Dead Eyes? Männer, die Zähne. Und die Fresse. He's dead already. Let's do it. Die Fresse beim Schießen. Ach, guck mal, der Drago ist noch da. Ja, guck da oben. Hauptsache immer Scheiße gucken. I had seen the logo on the floor before. There was an old army bunker under the steel mill. I knew the military plaque on the floor. I had seen 1,000 variations of the insignia on crumbling brick walls everywhere in the city. The sword replaced by a syringe. Project Valhalla, V for Valkyr, V for Valhalla. All of a sudden it read like a crackpot conspiracy theory. Okay, die Selbstzerstörung ist aktiv. Warum schießt du mich jetzt ab? Ey, ich will halt nochmal helfen. Er will mal den helfen und ich schieße ein Eisbär ab, ey. Ah, hier die ganze grüne Suppe. Oh. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Like everything else in the Valkyr case, the door code was a mystery to me. Okay, ich brauche jetzt einen Access-Code. Gut, hier brauchen wir auch erst einen Access-Code. Ich glaube von nicht, nee, kommen wir nicht, oder? Auch immer nicht. The chemist had been using the workstation when he died. The half-life of the lab rat had ended online, his password blinking on the screen. 665, the neighbor of the beast. The number of the beast. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Ein Aufzugfahrt ist nervig, ja, und ist auch lustig. Da fehlt nur noch die schöne Fahrstuhlmelodie. Okay, wir bräuchten wahrscheinlich auch hier so einen Code. Hey, in here! Hey! Get me out of here! I'm innocent! There! Let me out! Thanks! I thought I was gonna die in there for sure. I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy! No way! The place is blowing up, for Christ's sakes! Either that or back to the cell. Your choice. Okay, I'll do it! I'll do it! Okay, I'll do it! Place is gonna blow up? Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to Okay, the du, nearest willst du nicht exit raus? immediately. Wo ist der Dude? Hä? Dude, wo bist du hin? Oder ist er schon jetzt hoch? Rennt der einfach ohne mich? Man wüsste, wo diese... Block A. Hauptsache alle Zellen aufmachen, damit wir überhaupt eine Chance haben.
schon. Ist der Dude schon wieder vorgelaufen? Get in. I'll punch you through. After this, you can go. You're a free man. Tschüss. Decontamination code. Ich glaube, der hat es nicht geschafft. Okay. Ach, ich glaube schon wieder falsch hier, wie eine Banane. Nee. Get in. I'll punch you through. After this, you can go. You're a free man. Decontamination code. Okay, ich kann die... Wieso Kräfte nicht? Ah toll, ich hab Money gewastet. Ich hab Money gewastet. I was caught in the middle of the deadly web that was the Valkyrie case. Shit. Wenn man das lesen kann, ja das mit der Pistole nehmen. One of the lab terminals. Top secret. Project Valhalla. U.S. Army. Yggdrasil Network. Valhalla. The otherworldly place in Norse mythology where the bravest heroes spent their afterlife feasting and fighting forever. Their wounds miraculously healed night after night. Valkyr. The maidens who chose the most courageous Viking warriors and carried them to Valhalla. 1991. The research objective is to create a chemical substance to enhance the stamina and morale of infantry troops. 1995. Results unsatisfactory. Project cancelled. Someone had decided to continue the sick experiment unauthorized. Project compromised. Data leak. Fix the damage by any means necessary. Security clearance red. Authorized by the project lead. Field test. Double the dosage for all the remaining test subjects. Observe and record the subject's behavior in an urban setting. The drop-off point was my old address in New Jersey. The file dated 3 years ago. Just when you thought you had reached the deepest depths of horror, it suddenly got worse. How to turn off that small voice inside your head that started to whisper that you should be glad that now, if not before, your revenge was justifiable on any conceivable moral scale. That small voice proved, beyond any doubt, that I was damned. I had the project logo on the screen. The dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. There was nothing more for me here. The bunker's name was acting as a self-fulfilling prophecy. Cool, ich kann ja auch machen, ohne Sinn und Zweck. Okay, nun wissen wir ja, warum Frau und Kind sterben musste. Decontamination. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Da haben wir uns wohl gerade selber an die Luft gejagt.
Ja, da trifft uns die Tür. Decontamination. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Warte, bleib mal bloß jetzt von dem Ding laut weg. Piece together a jigsaw, and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I'd lost my way. I hadn't slept in a million years. Betrügerischer Bastard. I felt thin as death. I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else. Any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city, Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match. All way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. Go! A bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. Thugs to do his dirty work.
Okay. Wir haben die Muni gewastet. Wir kämpfen uns jetzt mal hier runter. Thugs to do his dirty work. Der weggeflogen ist. Bam. So. Ach komm, als ob der mich da getroffen hat, der Payne, ja. Als ob. Yay! Jij 3 Monate und ich dachte, das wären mehr. Erstmal David, wunderschönen guten Abend und natürlich vielen Dank für deinen Sub und beziehungsweise Resub und das in 3 Monaten. Ja, aber ich glaube echt, das waren schon länger, aber kann sein, dass du ein paar Monate mal vielleicht länger ausgelassen hast. Und deshalb nicht mehr erzählt, ich weiß es nicht. Aber ja, na mein Guter, alles klar, das geht bei dir. Ich wünsche wie gesagt einen wunderschönen guten Abend und hoffe, dass bei dir alles wunderprächtig ist. Als ob, ey. Ja, die besten physikalischen korrekten Sachen hier. Aber wir haben jetzt endlich den Typ gefunden, der unsere Frau, beziehungsweise die Verantwortlichen gefunden für den Tod unserer Frau und unser Kind. Und ein Best Buddy hat mitgemacht und uns gerade verraten. Weiß ja noch nicht, wie lange du dabei bist, war doch nur kein Lied. Daher dachte ich nicht, erzähl dir das mal. Okay, ich hätte gerne... Achso. Mehr Munition für die Kommando. Was? Mein Home, geht es hoch? Ja, aber Olaf, hör doch, ja, Vorsicht. Revenge, ja, wir sind ja dabei. Wer stand Granatenwerfer EU-West? Okay. Wieder Slow-Abgang. Und wo bleibt das Essen? Und natürlich gehen wir hier alles ab, um probieren alles abzuslängen, was geht.
Oh, hier ist nichts, okay. Ich will wieder mehr Schuss für die Kommando. Safe. Ansonsten, David, wie war denn Sonntag? Gut, dass ich zwischendurch saved habe. Weißt du was? Komm her. Mein Sonntag kurz, hab viel geschlafen. Ein wenig Animus geschaut. Keines. Nee, relativ gechillt. Gut geschlafen. Dann aufgestanden. Habe ich heute gegrillt. Und joa. Sagt da noch was? Okay, erstmal zwischenspeichern. Go, 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 go! Wow! Das sind voll die Eckenkämmer hier. Hier wir keine Painkillers mehr. Vielleicht keine Ingram-Munition mehr. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the Mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. Wow. So viele Schüsse abbekommen der Du, ne? Juckt ihn aber nicht. Ich Payne? So, dann geht's mal weiter runter hier. Achso, so noch was Zwischensachen. Ich hätte am liebsten noch so einen Painkiller. Alter, wie das Ding schon brennt. Hat irgendwann geschrieben Expel. War klar. Ich bin jetzt glaube ich ab 18 Uhr, also gut 3 Stunden online. Na gut, klar. Gorilla Joe 82, vielen Dank für deinen Host. Und einen wunderschönen guten Abend euch allen und Play Night, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Na, alles klar, alles fit bei dir?
Und zur Angels, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen hier gerade einen Klassiker. Ich krieg dauernd auf den Sack. Ja, nicht wundert, ihr werdet heute oft eher den dritten Fall sehen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Und na, Play Night und Sir Engers. Wie geht's euch? Jetzt gerade euch alles fit? Wie war euer Sonntag? Ich hoffe mal angenehm. Warte mal, lass uns mal die Schnappe nehmen. Und Kitchen Freaks. Auch die haben wunderschönen guten Abend. Ah, falschen Knopf gedrückt. Jo, der trifft mich richtig hart. Oh, falscher Account. Alles gut, aber auch vielen Dank für dein Follow, auch wenn es der falsche Account ist. So, schon dir? Oh ja, passt. Hab heute schön gegrillt. Ja, ach, da hinter der Karre hängt noch einer. So, jetzt aber. Der nochmal Gorilla Joe, einen wunderschönen guten Abend. Und vielen Dank, wie gesagt, für den Host. Oder beziehungsweise Ray. Ach, leg mir am Arsch.